Kämpfst du gerade gegen Knieschmerzen wegen eines Meniskusrisses? Dann bleib dran! In diesem Video zeige ich dir ein Übungsprogramm mit Steigerungsmöglichkeiten, wodurch du dauerhaft und über die Jahre hinweg beschwerdenfrei werden kannst. Wusstest du, dass bis zu 90% von den Patienten, die Beschwerden haben wegen einer Kniearthrose, zusätzlich auch Meniskusschaden haben? Die Menisken spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Druckverteilung im Knie. Die puffern einen Teil von dem Druck ab und den Rest geben sie dann an den Knorpel weiter. Eine Meniskusschädigung kann dazu führen, dass dieser Druck schlechter weitergeleitet wird bzw. Überdruck im bestimmten Bereich von dem Knorpel stattfindet. Dieser Überdruck kann über die Jahre hinweg zu einer Überbelastung von Knorpel führen, was dann diesen dauerhaft auch schädigen kann. Eine gut ausgebildete Muskulatur kann diese Fehlfunktion zum Teil ausgleichen und somit das Gelenk stabilisieren, die Strukturen entlasten und Schmerz lindern. In diesem Video zeige ich dir ein Übungsprogramm, das du nutzen kannst, um Meniskusschaden zu behandeln. Eine Zusammenfassung von dem Übungsprogramm findest du dann am Ende dieses Videos. Bei diesen Übungen geht es darum, dass du die Muskulatur als erstes von der Oberschenkel dehnst. Du legst dich auf die Seite, das Knie, wo du Beschwerden hast, bleibt oben. Jetzt beide Beine gemeinsam beugen in 90 Grad, die Unterknie bleiben in 90 Grad. Jetzt umgreifst du dein Sprunggelenk und bringst dann das Knie, das du dehnen willst, nach hinten. Achte darauf, dass du jetzt halt nicht in Hohlkreuz gehst. Spann deine Bauchmuskulatur an. Du solltest vorne an der Oberschenkel eine Dehnung spüren. Wenn es dir zu schwer ist, das Sprunggelenk zu greifen, kannst du auch einfach mal an der Hose greifen. Des Weiteren solltest du auch darauf achten, dass das Knie nicht komplett nach unten absackt, sondern ungefähr auf Hüfthöhe bleibt. Und dann nach hinten ziehen, 20 Sekunden halten, dreimal wiederholen. Jetzt geht es darum, dass du die Oberschenkelmuskulatur von hinten dehnst. Das andere Bein bleibt jetzt auf dem Boden gestreckt. Deine Lendenwirbelsäule soll jetzt halt stabil bleiben, aber nicht gegen den Boden gedrückt werden. Du umgreifst deine Oberschenkel so weit wie du kannst, Richtung Knie hin. Das Knie selber lässt du aber dann frei. Die Ferse drückst du jetzt halt Richtung Decke, versuchst du dabei aber das Knie so gestreckt wie möglich halten. In dieser Position für 20 Sekunden bleiben. Achte darauf, dass deine Hacke immer weiter nach oben Richtung Decke gedrückt wird und das Bein ziehst du so weit wie du kannst zu dir ran. Knie bleibt gestreckt. Nachdem du die Dehnungsübungen gemacht hast, geht es jetzt darum, die Muskulatur zu stärken. Hauptsächlich solltest du die Oberschenkelmuskulatur, die Ischiokoroidalmuskulatur, das heißt die Muskulatur von der hinteren Seite und das Gesäßmuskel, die sollen verstärkt werden. Und wir beginnen mit den Quadrizeps. Du legst dich auf den Rücken, das andere Bein bleibt gebeugt. Das Bein, wo du jetzt üben willst, die soll komplett durchgestreckt werden. Achte darauf, dass das Knie komplett durchgestreckt ist und auch die ganze Zeit bleibt. In dieser Haltung solltest du das gestreckte Bein einfach nach oben bringen. Der Fuß wird zu dir nach oben gezeigt, dass du 90 Grad vom Sprunggelenk bleibst. Nur so weit, bis du beide Beine auf die gleiche Ebene hast und dann langsam wieder runterlassen, nicht ablegen und dann gleich wieder hoch. Das Wichtige ist, dass das ganze Zeit das Knie komplett durchgestreckt ist. Für die Steigerung solltest du jetzt bei der Aktivierung der Oberschenkelmuskulatur einen elastischen Band nutzen. Den umwickelst du jetzt auf den Unterschenkel und auf der anderen Seite hältst du es mit dem Fuß fest. Knie komplett durchgestreckt, den Fuß in 90 Grad und hier nochmal nach oben bringen. Ebenfalls könntest du auch hier kleine Gewichtsmanschetten nutzen an den Sprunggelenk, damit die Übung dann schwerer wird. Achte besonders darauf auf die Qualität der Übung, das heißt, das Bein sollte komplett durchgestreckt sein, das Knie komplett durchgestreckt sein und du bringst es nur so weit nach oben, bis beide Beine auf einer Ebene sind und dann langsam nach unten, nicht komplett ablegen, sondern gleich wieder hochkommen. Ebenfalls hier mit dem erhöhten Widerstand 3 Serien, jeweils 12 Wiederholungen. Für die nächste Übung bearbeitest du jetzt die Gesäßmuskel bzw. den Gluteus Maximus. Du legst dich auf den Boden,
Deine Füße sind gut aufgestellt. Achte darauf, dass du die ganze Zeit dein Gewicht auf den kompletten Fuß verteilst. Deine Knie sind hüftbreit auseinander, deine Füße sind komplett auf dem Boden und in dieser Haltung kommst du mit dem Gesäß und ganz bewusst das Becken hochheben und das Gesäßmuskulatur anspannen. So weit, bis du in den geraden Linien bist, von Knie, Hüfte und Schulter. Langsam wieder nach unten kommen, nicht ablegen, sondern sobald du unten ankommst, wieder hochkommen. Ganz bewusst den Gesäßmuskel anspannen. Jetzt für den Training des Gluteus Maximus solltest du die gleiche Übung wie davor, das heißt die Brücke, aber statt zweibeinig machst du sie jetzt einbeinig. Du legst dein Fuß auf den gegenüberliegenden Knie, deine Hände bleiben auf dem Boden, das sorgt für extra Stabilität und in dieser Haltung hochkommen. So weit wie du kannst, dass du in einer Linie bist von Knie, Hüfte und Rücken und dann langsam wieder runterkommen. Wenn dir die Haltung zu schwer ist wegen des Außendrehen des Knies, kannst du auch dieses Bein einfach mal gebeugt lassen. Und ebenfalls hier hochkommen bis in eine Linie und dann langsam wieder runter. Bei der nächsten Übung geht es jetzt darum, dass du den Gluteus medius arbeitest. Dieser Muskel ist besonders wichtig, weil er das Becken stabilisiert und dadurch die Belastung vom Knie reduziert. Du legst dich auf der Seite, deine Seite, die du trainieren willst, soll oben bleiben. Die obere Hand kommt jetzt auf den Boden, damit behältst du einen stabilen Rücken. Deine Füße bleiben aufeinander, deine Ferse bleiben komplett aufeinander, die Knie sind leicht gebeugt und in dieser Haltung solltest du dann das obere Bein so weit wie du kannst nach oben bringen und dann wieder runter. Dein Referenzpunkt soll jetzt halt die Ferse sein, die bleiben die ganze Zeit aufeinander und ganz bewusst darauf achten, dass das Becken nicht nach hinten abkippt, sondern das Becken bzw. die Lendenwirbelsäule bleibt immer in einer Ebene, die zeigt nach vorne, hochkommen und wieder runter. Für das Training des Gluteus medius solltest du jetzt dich auf die Seite hinlegen. Die Seite, die du trainieren willst, die kommt jetzt nach unten. Deine beiden Beine bleiben jetzt gebeugt in 90 Grad. Das obere Bein wird gestreckt. Die Hand bleibt auf dem Boden, Ellenbogen unterhalb von der Schulter und in dieser Haltung das Becken von dem Boden hochheben. Das untere Bein, das soll jetzt halt arbeiten. Achte darauf, dass du in einer Linie bleibst, von Schulter, Becken zu Bein. Möchtest auch du die Verantwortung für deine Gesundheit und deine Schmerzfreiheit in die Hände nehmen? Dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche neue Anregungen für Übungen oder Maßnahmen, was du machen kannst, um deine Gesundheit zu fördern, deine Muskulatur zu stärken und deine Beweglichkeit zu fördern. Bei dieser Übung bearbeitest du die hinteren Anteil von der Muskulatur. Du stellst dich gerade hin, deine Hände sind abgelegt auf dem Stuhl, behältst dabei eine gerade Haltung für deinen Rücken und jetzt einfach beide Beine auf einer Ebene lassen und das Knie nach hinten beugen. Wichtig dabei ist, dass das Bein, die du jetzt bearbeitest, die darf nicht nach vorne hinkommen und soll auch nicht in Überstreckung gehen, sondern beide auf einer Ebene beugen und strecken. Und hiervon mindestens 8, Ziel wäre 12 Wiederholungen. Jetzt geht es darum, dass die hintere Oberschenkelmuskulatur ebenfalls weiter gestärkt wird. Dafür brauchst du ebenfalls so einen elastischen Band, die du dann über die Füße befestigst. Hände werden vorne am Stuhl oder am Tisch abgelegt, nur damit du eine weitere Stabilität vom Rumpf bekommst. Ebenfalls in dieser Haltung sollte jetzt das Knie nach hinten gebeugt werden und dann langsam wieder nach unten gebracht werden. Achte darauf, dass die beiden Beine, das heißt die beiden Oberschenkel, auf einer Ebene bleiben und versuche ganz bewusst die Hüfte nicht nach vorne abweichen zu lassen. Das ist jetzt ein Funktionstraining für die Oberschenkelmuskulatur. Das Bein, das du trainieren willst, soll jetzt aufgestellt sein, 90 Grad, ein bisschen weniger als 90 Grad vom Knie und die Hüfte auch in 90 Grad. Das andere Bein bewusst ein bisschen gestreckt lassen. Mit dem Bein, den du jetzt arbeiten willst, da sollst du auch dein Gewicht hin verlagern.
Und in dieser Haltung solltest du jetzt 12 Mal hochkommen. Ganz bewusst über das Bein, mehr Kraft, bis du komplett durchgestreckt bist. Knie und Hüfte komplett durchgestreckt und dann langsam wieder runterkommen. Nicht komplett absetzen, sondern gleich wieder hochkommen. Und das 3 Serien, jeweils 12 Wiederholungen. Diese ist eine funktionelle Übung für dein Knie. Du solltest dir den Rücken an der Wand anlehnen, Knie hüftbreit auseinander, deine Füße sollen nach vorne zeigen. Wenn du nach unten schaust, müssen deine Knie deine Füße überdecken. Deine Schulterblätter sind an der Wand und auch dein Gesäßmuskulatur oder dein Gesäß soll an der Wand sein, aber nicht die Lendenwirbelsäule an sich. Und in dieser Haltung solltest du mindestens 30 Sekunden verbleiben können. Die Steigerung von dieser Übung wäre, dass du dann halt tiefer runter gehst. Und 90 Grad Knie und 90 Grad Hüfte. Auch hier 30 Sekunden verbleiben. Diesen Übungsprogramm solltest du dann auch für mindestens 3 Mal in der Woche für 3 Monate lang durchführen. Dieses Übungsprogramm hilft dir nicht nur bei Meniskusschaden, sondern auch bei Kniearthrosenbeschwerden. Probier sie aus und vor allem bleib dran. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss!